Ja, herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel Der Pater. Heute will ich mit dir über das Gebet nachdenken, und zwar die Frage nach, wo bete ich eigentlich? Gebetsräume. Ich kann ja überall beten, wenn Gott überall ist, aber es gibt doch Plätze und Orte, die sich für das Gebet besser eignen als andere. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Christen verstehen, dass Gott uns als Menschen so geschaffen hat, dass wir mit unserer Seele, mit unseren psychischen Fähigkeiten auch reagieren auf Orte, auf Umgebung. Heute in der esoterischen Szene spricht man oft von Kraftorten, also Orte, wo der Mensch irgendwie merkt, er ist diesem Gott näher. Es gibt zum Beispiel Heiligtümer, Wallfahrtsorte, Grotten, irgendwelche Orte, wo die Menschen sozusagen von Natur aus hinpilgern, um dort zu beten. Vielleicht eine Kerze anzuzünden, vielleicht einfach nur auszuruhen und Kraft zu tanken und sich zu sammeln. Ja, der Ort, also der Platz, wo du betest, ist nicht unwichtig. Aber als Christen wissen wir, dass wir mit unserem Leib der Tempel des Heiligen Geistes sind. Und es ist ja der Heilige Geist, der in dir betet. Also bist du sozusagen der Ort, an dem Gebet stattfindet. In dir. Für Christen ist es wichtig zu wissen, dass das Äußere wichtig ist, aber noch wichtiger ist, dass der innere Raum bereitet ist. Erstens ist es wichtig, deshalb diesen inneren Raum gut vorzubereiten. Gut vorbereiten heißt, dass wenn ich mich für ein intensives Gebet irgendwo niederlasse, dass ich dann auch mein Inneres reinige, dass nicht tausende von Gedanken, was muss ich ja noch tun und was ist da noch dran und mit wem habe ich jetzt noch was zu handeln, also dass diese Gedanken einfach mal draußen gelassen werden oder rausgelassen werden, damit ich ganz da bin, ganz im Jetzt und jetzt mich und diesen inneren Raum diesem Gott öffne. Dabei hilft mir natürlich auch das Äußere. Wenn ich in einem unaufgeräumten Zimmer oder an einem Schreibtisch, der voller Arbeit ist, beten will, dann kann ich davon ausgehen, dass viele Dinge mich von diesem Gebet abhalten. Da noch eine SMS zu checken, da vielleicht nochmal den Schreibtisch aufzuräumen oder irgendwas zu erledigen. Deswegen ist es wichtig, auch den Raum, wo ich bete, als sakralen, das heißt als heiligen Raum zu gestalten. In Süddeutschland kennt man die sogenannten Herrgottswinkel. Das heißt, im Wohnzimmer oder vielleicht auch in deinem privaten Schlafzimmer eine Ecke, einen kleinen Bereich des Zimmers diesem Gott zu reservieren. Mit dem Kreuz, mit einer Ikone, da liegt vielleicht deine Bibel, vielleicht auch eine Kerze, vielleicht stellst du da auch eine Blume hin, dass deine Seele sich dort wohlfühlt. Und diese Orte haben ja Aufforderungscharakter, würde die Psychologie sagen. Ein Ort macht mit dir etwas. Wenn ich zum Beispiel in ein Restaurant gehe und rieche und sehe, dann bekomme ich Hunger, dann will ich essen. Gehe ich an einen Ort, der mir sozusagen Lust macht auf diesen Gott, will ich beten. Und deswegen ist es wichtig, dass ich bei mir zu Hause solche Orte habe. Es ist aber auch wichtig, dass ich als Christ verstehe, dass es wichtig ist, diese Orte nach außen zu zeigen, damit andere auf die Idee kommen. Ich finde es toll, wenn Christen, überzeugte Christen an ihren Häusern vielleicht ein Kreuz haben oder ein religiöses Zeichen oder vielleicht eine Marienstatue irgendwie auf ihrem Grundstück. Oder vielleicht auch nur den Segen der Sternsinger, der Heiligen Drei Könige, das zeigt, hier wohnt eine Familie, ein Mensch unter dem Segen Gottes. Diese Zeichen der Nähe Gottes, Kreuze, Wegkreuze, Grotten, all diese Dinge haben unsere früheren Generationen sehr gepflegt. Vielleicht gibt es auch in deiner Nähe etwas, wo du dich darum kümmern kannst. Ein Ort, der auffordert und Lust macht zum Beten. Und dann haben wir da unsere Kirchen, unsere Kapellen. Katholische Kirchen erkennt man meistens daran, dass sie erstens offen sind und zum anderen, dass es dort ein kleines rotes Licht gibt, das in der Nähe des Altars, hoffentlich auch in der Mitte, brennt und dir sagt, stopp, hier ist Christus gegenwärtig.
ein heiliger Raum. Und ich lade dich ein, nicht an den Kirchen vorbeizugehen, sondern reinzugehen, wenigstens 2, 3 Minuten niederzulassen, diesen Gott ins Herz lassen, mit ihm in Zwiesprache zu kommen oder einfach sich nur so still hinsetzen und gucken und hören, was er dir sagen, was er dir zeigen will. Diese Kirchen in unserem Land dürfen keine Museen werden, sondern sie müssen Orte des lebendigen Glaubens sein, wo gebetet wird, wo man Kerzen ansteckt, wo man mit den Enkeln hingeht, denen die Kirche erklärt, wo man Freunde einlädt, auch Freunde anderer Glaubensrichtungen oder Freunde, die den da oben nie kennengelernt haben oder sich von der Kirche verabschiedet haben. Räume, die sozusagen Lust machen auf Gott, weil dieser Gott dir diesen Raum geschenkt hat, den wir Erde nennen. Oder auch Leib und Körper, in dem Gott wohnt. Also, schenk diesem Gott einen Raum. Ich würde mich freuen, wenn du diesen YouTube-Channel abonnierst und vielleicht auch Werbung machst dafür. Denn vielleicht gibt es den einen oder anderen, der auch wissen will, wie Beten geht.